jedes Mal das Gleiche. Was man sich vornimmt und was man sich schafft, was man schafft. Scheiße, das fängt ja heute schon wieder gut an, Alter. Was man sich vornimmt und was man schafft, sind immer zwei Paar Sachen. Wir hatten seit 21. Die Scheiße auf der Linse. Alter. Was man sich vornimmt und was man schafft, sind zwei Paar Dinge. Wir hatten Betriebsferien seit 21. Und ich habe mir gedacht, pass mal auf, Dominik, ab 21. haben wir hier Ruhe. Das hat keinen Sinn. Was sollen wir hier machen? Ich habe keine Lust, ich fahre nach Hause. Könnt ihr ruhig sein! Die drüben haben auch Betriebsferien. Dann machen wir die ganzen Projekte, die wir zu filmen haben, fertig. Ja, wir sind sehr weit gekommen. Und zwar war mein Plan Mini-Close-Deck-Projekt, BMW N54-Projekt, dann den Kollegen, den ihr kennt, den Billet-Motor, den wir ja schon eigentlich schon alle Teile haben und im Prinzip ist es nur zusammenstecken und ich sag mal, das Zusammenstecken für mich bei so einem Motor ist jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber die Zeit müssen wir trotzdem haben. Zudem kommt noch das Hohn-Dieter aktuell nicht wir haben aktuell keinen Hohn-Dieter mehr. Wir lassen aktuell von einem Motoreninstandsetzer in der Umgebung unsere Motoren hohn. Hohnmaschine kommt, die neue zweite oder erste KW Januar. Hat ein bisschen, wegen steuerrechtlichen Gründen, Investitionsrücklagen, alles, was mich nicht interessiert. Auf jeden Fall geht es da auch nicht weiter, weil wir haben Minimotor Close Deck gemacht. Den wollten wir dann jetzt eigentlich Hohn fertig zusammenbauen. Aber Hohn, der andere Motorenstandsetzer, kann auch nicht in ein paar Tagen direkt Hohn. Der hat auch sowas wie Betriebsferien. Ich sag's euch, Katastrophe. Ich habe jetzt die Tage eine Nachricht bekommen von einem Kunden, der hat sein Auto gebracht und hat gesagt, Andi, das Auto ist jetzt schon 10 Tage bei dir, ist fertig, kann ich abholen kommen? Ich so, nee. Der sagt, ja, warum das denn nicht? Ich zeige euch warum. Nur mal eine kleine Projektübersicht. N54 Motor kennt ihr, ist klar. Triumph Motor, Katastrophe, mega kompliziert, weiß ich auch nicht, ob wir das hinkriegen, aber ich gebe mein Bestes. Hier Sitze neu machen und Lagergasse neu spindeln, Katastrophe. Dann haben wir hier den Motor, das ist so ein 5-Zylinder VAG, wo der auch neu aufgebaut wird. Die sehe ich schon gar nicht mehr, weil die funktionieren von alleine. Das ist typisch Alex übrigens, EJ25 Blowjob. Bedeutet sowas wie, ja, eigentlich dumm, weil es ist ja nicht Blow. Er meint damit, dass das ein EJ25 Sauger ist. Was ist das für ein Motor? Alter, ich weiß gerade nicht, welcher Motor das hier ist. Was für ein Motor ist das? Ölspritzdüsen? Schreibt mir mal gerade jemand, wer den Motor erkennt. Der soll mir mal in die Kommentare schreiben und sagen, was das für ein Motor ist. Keine Ahnung. Kurbelwellengehäuse für N54, gehört dazu. Dann den Billet-Block, wie schon genannt. Dann wirklich Schuheinlagen für meine Gummistiefel, sehr gut. Dann wirklich von diesen EJ25 Close Deck Modellen, ungelogen, bestimmt 10 Stück, 8 bis 10 Stück im Vorlauf zu machen, keine Ahnung. Seht ihr, ist schon fertig gebohrt, aber kann aktuell nicht gehohnt werden. Ich warte halt jetzt noch irgendwie eine Woche und hoffe, dass da die Hohnmaschine ist. Hier ist auch so ein, ich glaube, das ist sogar Bernds Close Deck. Der ist schon gehohnt. Der kam von dem lieben Motorenbist, Motorenbist-Dieter. Danke, Volker, für die Aushilfe. So, weiter geht's. BMW N54, was rede ich? Porsche Eimermotor. Hier mit Nikasil-Zylindern sogar. Katastrophe. Das ist ein Zylinderkopf. Was haben wir hier? 83 mm hohen Bohrplan. Das ist hier so eine entspannte Sache. Die sollte, wenn alles wieder am Start ist, funktionieren. Hier, man kennt ihn, ne? Typischer Alex schon wieder. EJ22. Dann, was haben wir hier? Motor geschickt bekommen. Wo kommt der her? Aha. Einen kompletten Longdrop bauen. Auch kein Problem.
So, da drüben steht nicht viel, aber wir haben da drüben noch, glaube ich, auf dem Hof 2, 3 Autoprojekte stehen, was wir komplett machen. Jetzt ist sogar einer gekommen aus, was soll ich euch zeigen? Guckt, es ist noch morgens. Ich bin normal nie so früh hier, aber ich konnte nicht mehr schlafen. Dunkel. Tschüss. Wir haben aktuell sogar mit der lieben Firma Kuhwerk, die uns ja das Endline so schick lackiert hat, das haben die Leute gesehen und bringen uns jetzt das Auto komplett. Wir sollen Motor ausbauen, komplett Motor, Getriebe revidieren und Auto neu lackieren lassen. Alter, danach hat er ein neues Auto. Ich sag's euch. Und da werde ich gefragt, warum denn mein Auto in 10 Tagen noch nicht fertig ist. Habt ihr das hier schon gesehen? Ich habe jetzt auch Klein-Sizilien hier am Start, aber dazu bald mehr in einem anderen Video. Frohe Weihnachten. Luti wurde ins Ohr gebissen von so einem Drecks-Collie. Den kriegt noch richtig 31er. Ja, Anne ist hier auch. Das sind, was eine Zettelwirtschaft. Das sind aktuell Eingangsbestellungen. Weiß gar nicht mehr, wie die das handhaben. Ich hatte mir mal eigentlich überlegt, ob ich ihr so einen Metallstreifen hier an die Wand hänge mit Magneten, dass sie das alles an die Wand hängen kann. Ich weiß noch nicht, wie das aussieht. Sind ja ein bisschen blöd, wenn Kunden reinkommen und hängen 50 Rechnungen in der Reihe. So, ja, das sind die aktuellen Projekte. Ich wollte euch eigentlich nur mal auf den Stand bringen. Ihr habt gesehen, dass manchmal lese ich die Kommentare, also ich lese natürlich grundsätzlich fast alle Kommentare, aber manchmal denke ich mir noch, ey, ihr habt doch der das N54-Video gesehen hat. Ich habe die Scheißdinger ausgewogen. Übrigens, diese hat der Kunde mir mitgebracht, diese Tuning-Kisten Dieter. Natürlich ist es mein Fehler. Ich muss im Prinzip vorher prüfen, ob das Zeug da reinpasst. Habe ich vergessen. Ist egal. Und dann habe ich das eben ausgewogen, das ist klar, die ganzen Pleuel. Dann gecheckt, scheiße, das Pleuel passt ja überhaupt nicht da rein, da unten. Dann habe ich sogar noch extra die Szene für den Dominik gesagt, komm Dominik, ich setze mich jetzt kurz hier hin und dann mache ich so kurz, Mist. Dann habe ich das auch so gemacht, denke mir so, und dann schreiben die Leute, warum wiegst du das Pleuel nicht? Warum fräst du das Pleuel nicht vorher, bevor du es wiegst? Ey, keine Ahnung, ey. Hätte ich vielleicht da hinschreiben müssen. Oh, mir ist ein Fehler unterlaufen. So, am Donnerstag wird es wie gewohnt einen wunderschönen Stream geben. Alter, ich habe euch gerade ein paar Projekte gezeigt, ne? Soll ich ganz kurz, komm, ganz kurz zeige ich es euch. Das sind noch andere Projekte. Katastrophe. Wie gefällt euch denn die neue Kameraqualität? Also ich bin begeistert von dem kleinen Dieter hier. Leute, die sich auskennen, ich zeige kurz auch. Da ist das Ding. Aber ich habe mich entschieden, ich war eigentlich immer dagegen, aber ich habe mich jetzt entschieden, hier so ein Ansteckmikro zu kaufen. Ist auch schon bestellt. Ich hoffe, das kommt jetzt bald. Aber es ist, weil wir waren jetzt filmen bei Salvo. Ich kann es euch kurz zeigen. Ich dachte, ich raste aus. Wirklich. Passt auf. Ich war filmen beim Salvo und das hat auch soweit alles gut geklappt. Aber hört mal den scheiß Sound. Genau. Salvo, erzähl mal. Dann pfeift der. Hört man das Pfeifen im Hintergrund von dem Kerl, der da steht? Wir haben angefangen mit italienischem Brot und die Nebengeräusche, wie die Tellergeräusche, wie das Pfeifen von dem Kerl, irgendwas ist lauter wie die verdammte Stimme. Und ich dachte, wir haben 2 Stunden, ich bin da hingefahren, wir haben 2 Stunden gefilmt und diese ganzen 2 Stunden sind wirklich für die Katz. Weil ich habe gesagt, das machen wir nochmal mit Ansteckmikrofon und ja, weil ich habe keinen Bock da so, weil Sound ist, glaube ich, echt wichtig. Ich habe mich dabei erwischt, wenn ein YouTube-Video was schlechten Sound hat, was man so, dann gucke ich es nicht gern. Dann habe ich auch immer weggeschaltet. Und das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen euch ja guten Sound liefern. Aber, ja, wir haben aktuell eben dieses Rode Mic Pro Dieter Ding da drauf. Das ist auch irgendwie einer der besten als Richtmikrofon. Allerdings ist die Nebengeräusche, obwohl wir das alles umgestellt haben. Ich habe mit 5 Leuten, die echt Plan von Kamerazeug haben, geschrieben und die haben mir gesagt, ja, nee, du musst so, haben wir alles gemacht. Aber trotzdem, die Nebengeräusche sind extrem laut und manchmal sind die Stimmgeräusche niedrig. Ich weiß, dann kann man das anpassen im Programm, hier so Stimmanpassung machen.
aber das hat mich trotzdem nicht zufriedengestellt. Aber ihr wisst ja, anderes Thema, wisst ihr, was das hier ist? Ihr wisst ja, ich bin passionierter Jäger und ich muss euch was Tolles zeigen. Wartet. Und da die Schweinchen relativ intelligent sind und wir die in der Nacht kaum sehen können, gibt es jetzt das dafür. Und das ist wirklich High-End. Das hat sogar eine Recording-Funktion. Das bedeutet, ich kann jetzt gleich mit euch hier rausgehen und gucken und kann euch das quasi als Video gleich hier in das Video einbauen. Finde ich schon cool. Aber wir gehen mal gerade raus. Hallo, sieht man mich noch? So, da drüben ist der Lidl oder der Supermarkt und hier, jetzt machen wir mal Recording. Und ja, da sieht man jetzt schön die heißen Elemente von der Klimaanlage oder Lüftung, wie die Bude isoliert ist, hier die Temperatur der Lampen. Guck mal, der Schaltkasten hier vorne, der leuchtet auch ziemlich warm, nicht dass er gleich in Flammen aufgeht. Die Autos und die Menschen da hinten, das ist schon Wahnsinn. Guck mal hier, der Motor. Wahnsinn. Hier wie der Nachbar sein Haus isoliert hat. Seht ihr, da unten hat er nicht so gut isoliert, der Kollege. Das ist ein Schwimmbad, glaube ich, oder so. Das ist schon Wahnsinn. Ja, das mache ich doch in meiner Freizeit, wenn es die mal gibt. Ich hoffe, eure Weihnachten waren schön. Das ist gut. Ich fange jetzt gleich an. Ich muss Schweißgas kaufen gehen. Und das Gute ist, dass das Schweißgas, die ist da direkt neben dem Euroback 2000 ist. Das heißt, ich kann mir direkt mal ein Panini holen oder so. Dann ist der Tag doch schon wieder gerettet. Gut, Mädels, das war nur ein kurzes Zwischenstand von mir, damit ihr wisst, dass ich hier nicht am Eierschaukeln bin, sondern dass die Bude weiter rennt. Aber die E-Mails und die Telefonanrufe, die werden momentan schwer bearbeitet. Anne versucht zwar den Online-Shop halbwegs aktuell zu bearbeiten, aber ich glaube, sie hängt irgendwie auch einen Tag hinterher. Mädels, danke fürs Zuschauen und denkt immer dran, Donnerstag streamen wir und ich gucke, dass wir den N54, den Part 2 online kriegen. Haut rein, ciao.